Ich wollte erst mal gucken, was das ist. Okay, gut. Wie ich die Tasten so doll drauf habe. Der Präsident des Flugzeugpräsidenten ist im fremden Land abgestürzt. Rette den Präsidenten. Wenn es sein muss, mit. Verständlicher Gewalt. Warum sind so viele Hubschrauber unterwegs? Ich weiß es nicht. Das ist doch keine Reasonable Wood. Weil der so deppert ist und abgestürzt ist, muss ich jetzt hier die ganze Stadt zerstören oder was bist du auf? Day Off kenne ich schon. Müll. Prison King. Checken wir mal aus. X. Electric Paradise. Whenever I'm with you, I want to take over the world. A message to your robot. Windy comes around und Metallica. Versuchen wir es mal mit Electric Dingsbums. Okay, links, unten, AB. Wenn man einmal raus ist aus diesem Scheiß, ne? Könnte ich bitte canceln? Okay, das war nicht gut. Ich könnte es bitte lassen, danke. Ja, ich schlecht, danke. Du hast sie freigeschaltet. Tschüss. Auf Wiedersehen. Können wir jetzt bitte ihn rausholen und... Okay, beschlossen die Renovation, okay. Gut, dass ich den nicht gesehen habe gerade. What the...
Nochmal, what the fuck? Und jetzt passt die Musik dazu. Ich wollte den Müll mitnehmen, ich Depp. Nicht an die Kette springen. Okay, oben wäre geilerer Müll gewesen und ich weiß noch nicht, warum der Leser mich erwischt hat, aber okay. Okay. Okay, da war ein Laser zwischen, den ich nicht gesehen habe. Krampf im Daumen. Ich bin so blöd manchmal. Okay. Mist. Ey, ich muss den ganzen Kram von vorne. Okay, gut. Ich sehe das blaue Ding noch. Die Angriff vorbereiten. Warum ist der denn jetzt losgegangen, bevor ich da drüber war? Oder sind die irgendwie koordiniert, die blauen? Ich wollte da kurz Pause machen, verdammt. Ich drücke mal mit dem Daumen den anderen mit. Das ist anstrengend. Das gedrückt halten und dann kurz auf A tippen. Puh. Bin ich eigentlich nur blöd? Ja, bin ich.
Und durch. Echt, Alter. Und der macht vorne den Müll frei, okay. Ich bin gespannt, was hier jetzt passiert. Ich sehe schon grüne Dinger. Nee, das ist jetzt das. Oben ist das. Egal. Da bin ich wahrscheinlich eben die ganze Zeit durchgesprungen durch diese. As soon as I entered Mr. Deck's dressing room, he shouted, "Get out!" I said I don't want to be disturbed. I was so shocked that I couldn't keep my blank face. Mr. Deck looked confused. "It's you, isn't it? Get away from me, you yellow bastard," he said as he reached for a huge red alarm button, but he was interrupted by Mr. Silton falling from a vent in the ceiling. "All right, Deck," smirked Mr. Silton. "Hello, Barry. And it's Mr. Deck if you don't mind," replied Mr. Deck as he hammered on the alarm button. "Quick," said Mr. Silton as he turned to me, "find a way to stop that alarm." There were 4 alarms left to turn off. There were 3 alarms left. Oh, Kacke. Naja. Muss man durch, ne? Kann ich nicht an der Wand laufen? Ich kann nicht an der Wand laufen. Okay. Okay. Naja, schauen wir mal, wie ich da durchkomme. Besser als gedacht. There were 2 alarms left. Hier bin ich da hochgelaufen.
Nummer 3. Gut. Verdammt. Zum Glück geht das nicht auf Zeit. Ich wollte in der Mitte runterspringen, ganz cool. Ey, komm, du bleibst da drin, du. Ja, das ist ein schönes Spiel, ein tolles Spiel. Ich freue mich, dass ich das angefangen habe. Na, eigentlich ist es ja ganz gut, aber manche Einlagen hier, das ist... Okay, gut. Wenn ich darf, gehe ich hier nie wieder hin. There was one alarm left. Ja. Und mit dem geht's hier hoch. Okay, gut. Natürlich. Ich erwarte das Schlimmste. Nah dran. Oh, das ist wieder. Seltsamerweise. I had completely turned off the alarm. Jetzt muss ich hier wieder runter.
A serious-looking security guard walked into the garden set, so I quickly approached him. I wasn't sure what I was going to do, but I knew I had to keep him out of Mr. Deck's dressing room. I attempted to resume the blank face that Mr. Silton had shown me as I announced that Mr. Deck was not to be disturbed. For some reason I said it in an unusually high-pitched voice, which didn't seem helpful. The security guard's eyes narrowed. Now in a full panic, for some reason I decided this was a good moment to do the finger guns for the first time. The large man shoved me out of the way, but quick as a flash Mr. Logan had appeared and snapped his neck. Sorry, had to be done, was all he said before running back toward Mr. Deck's room. Okay, gut. Warum? I didn't know you shredded the axe, said Mr. Logan as he placed an acoustic guitar into an ornate sarcophagus. I don't, said Mr. Deck, I got it for Elton John to sign. For once, everyone else looked as confused as I did. We'll take this wine, and this portable TV, said Mr. Preston as he packed the coffin with as many expensive things he could find. These bathrobes are pretty fancy as well. Put those down, said Mr. Deck. Elton John gave me those. What's with you and Elton bloody John? Asked Mr. Silton, but Mr. Deck just looked angry. Why are you doing this? He said. There's easier ways to get good wine and cheese. You can't just burst in here and take my stuff. A large smile crept across Mr. Silton's face as he said, it's not just your stuff we're taking. You try to take me anywhere, said Mr. Deck, and I'll scream this place down. I know people in high places. I'll have you executed, and that little yellow bastard dismantled. My father is the head of the BCT. But Mr. Silton's smile widened as he pulled out a bag full of familiar-looking mushrooms. Robot, take the sarcophagus this way back to the loading bay, said Mr. Silton. We'll climb back through the vents and meet you there. Okay. Ihr stellt ihn unter Drogen, alles klar. Nicht ernsthaft, ja? Oh, hi. Jetzt muss ich den auch noch mit rausschleppen. Können die denn gar nichts? Smackdown. Ich darf hier sein. Ich kann mit dem Ding nicht laufen. Okay, den schleppe ich noch raus und ich weiß nicht, was ich dann noch mache. Wahrscheinlich Feierabend für heute, aber...
War das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Okay.